Für diese Kreise ist Marmormehl der perfekte Untergrund. Dann noch ein bisschen Schwarz und Gold und dein Bild ist schon fertig. Das Bild entsteht auf einer Leinwand von 50 x 50 cm. Bevor du mit dem Marmormehlauftrag startest, solltest du dir folgende Hilfsmittel bereitstellen: einen dickeren Faden von 60 cm Länge und mehrere Becher mit verschiedenen Durchmessern. Die brauchst du für die Kreise. Dann wird die Spachtelmasse angerührt. Ich habe hier bereits 450 Gramm Marmormehl abgewogen. Da ich zum jetzigen Zeitpunkt weiß, dass ich einen schwarzen Hintergrund haben möchte, färbe ich das Marmormehl schon ein. Das wird nicht tiefschwarz werden, aber es ist schon ein dunkler Untergrund. Zuerst gebe ich 30 Gramm schwarze Acrylfarbe zum Marmormehl dazu und dann eine erste Menge Acrylbinder. Insgesamt brauchst du 230 Gramm Binder, die du am besten nach und nach dazu gibst. Und dann muss das Ganze gut verrührt werden. Zunächst sieht es so aus, als wenn diese schwarze Farbe sich überhaupt nicht bemerkbar macht in dem Marmormehl. Das liegt aber daran, dass im Moment noch alles eher trocken ist und noch nicht verrührt ist. Je mehr du den Binder dazu gibst, desto dunkler wird dann auch die Masse. Im ersten Schritt trage ich jetzt eine dünne Schicht Marmormehl komplett auf die ganze Leinwand auf. Und ich nutze jetzt diesen Auftrag auch, um einfach das Marmormehl so ein bisschen auszustreichen, damit die letzten Klümpchen noch rausgehen. Hier ist noch gar keine Struktur erforderlich, hier kannst du einfach nur glatt spachteln. Für die gerade Linie messe ich jetzt an jeder Seite einmal 15 cm ab. Das heißt, ich mache mir mit dem Malmesser da so eine kleine Kerbe hinein und das auf der anderen Seite auch nochmal. Also mit dem Malmesser selbst mache ich nicht die Linie, sondern einfach nur das Anzeichnen. Und dann kommt die Schnur ins Spiel, die wir schon bereitgelegt haben. Das heißt, mit dieser Schnur zeichne ich jetzt die ganze Linie gerade ein, drücke das jetzt so einmal in das Marmormehl ab, dass ich also diese Spur habe. Und dann wird das Ganze auch gleich wieder hochgenommen. Das heißt, der Abdruck, die Linie ist da, aber sie ist in dieser Form noch nicht tief genug. Mit dem Malmesser gehe ich jetzt nochmal an dieser Linie entlang, mache das ein bisschen breiter und ich nehme sogar noch ein bisschen Marmormehl dazu, um auch den Rand ein bisschen wulstiger zu machen. Also diese Linie darf durchaus richtig in Erscheinung treten. Das soll nicht nur so ein dünner Bindfaden, eine dünne Bindfadenspur sein, sondern sie soll richtig als Vertiefung, als Kante sichtbar werden. Und so sieht das jetzt aus. Du siehst also, das ist eine richtige Wulst geworden, die wir dann später eben super mit Gold füllen können. Der Teil ist jetzt fertig und jetzt kommt nochmal ein Auftrag in Marmormehl.
um dann die runden Elemente, die Kreise herauszuarbeiten. Das heißt, in diese freie Fläche gebe ich jetzt noch eine ordentliche Portion Marmormehl drauf, also im Grunde den Rest aus deiner Schüssel. Und dann verziehe ich das so ein bisschen mit dem Mahlmesser, dass das ganz natürlich ausläuft, dass sich vielleicht auch so ein paar Spuren bilden, die man dann später sehr gut mit dem Gold sichtbar machen kann. Und dann wird es spannend, weil direkt in die Masse hinein, in die feuchte Masse, müssen wir jetzt die Abdrücke machen mit den Bechern. Hier siehst du nochmal die Struktur, wie sie ausschaut. Und der Becher, ich fange mit den größten Bechern an, mit den größten Kreisen, reinsetzen und dann wirklich bewegen und auch ein bisschen verschieben. Das soll gar nicht exakt sein. Am besten ist es, wenn auch ein bisschen Marmormehl quasi einen Rand bildet, wenn eine Wulst bildet, wenn das ein bisschen unegal ist, gar nicht so genau, hier siehst du das ganz gut, der Kreis ist nicht wirklich gleichmäßig, sondern er hat an einer Stelle auch so eine etwas dickere Auswölbung, das ist also perfekt. Dann gleich nochmal an einer anderen Stelle diesen großen Becher absetzen, vielleicht machst du auch sogar 3 große Kreise, das kommt so ein bisschen jetzt auf deine Größe der Becher an und dann verteilen wir mit den anderen Bechern im Grunde die weiteren, immer kleiner werdenden Kreise, sodass das Ganze ein harmonisches Bild gibt. Ich habe das Marmormehl dann 2 Tage trocknen lassen und es sind wunderbare Risse entstanden und die Kreise sind ganz so wulstig, treten also deutlich hervor. Das ist jetzt eine gute Grundlage. Da das Bild am Ende schwarz im Untergrund sein wird, mit goldenen, glänzenden Kreisen, möchte ich gerne diesen schwarzen Auftrag in matt gestalten. Du kannst entweder fertige, matte Acrylfarbe nehmen oder so wie ich das Ganze hier anrühren. Ich nehme ein schwarzes Pigment. Ich habe das mit ein bisschen Wasser jetzt aufgelöst. Und dann kommt eine Acryldispersion dazu, die aber matt ist. Da musst du darauf achten, dass ansonsten sind die Dispersionen oder auch die Binder eher glänzend. Ich nehme hier tatsächlich eine matte Dispersion. Und dann wird einfach die ganze Fläche einmal eingestrichen. Du solltest auf jeden Fall die überschüssige Farbe aufbewahren, also einfach mit einer Folie abdecken, weil du wahrscheinlich noch ein zweites Mal, genau wie ich, streichen musst, weil doch nicht alles gleichmäßig ist oder du alles erwischt hast. Also auf jeden Fall einen zweiten Auftrag einplanen.
Ich habe dann das Bild nicht nur ein zweites Mal mit Schwarz gestrichen, sondern auch noch einmal mit Mattlack versehen, sodass diese Oberfläche jetzt perfekt vorbereitet ist für unseren Goldauftrag. Und der startet mit Anlegemilch. Anlegemilch ist nichts anderes als auch wieder ein Acrylprodukt, was dann aber nach einer guten halben Stunde mit einer sehr klebrigen Oberfläche trocknet, sodass dann das Blattgold oder das Schlagmetall darauf halten kann. Das heißt, es müssen jetzt alle Bereiche eingestrichen werden, eingepinselt werden mit dieser Anlegemilch, wo dann am Ende Gold erscheinen soll. Das ist natürlich zuerst einmal diese lange gerade Linie, da kann man wunderbar diesen Auftrag proben. Das darf ruhig ein bisschen dicker sein. Es wird trocknen und dann kann das Gold darauf kleben. Und dann müssen natürlich auch noch die Bereiche um die Kreise herum entsprechend gestaltet werden. Und die Kreise selbst, da gehe ich mit dieser Anlegemilch nicht in die Vertiefungen, sondern ich bestreiche im Grunde diese dicken Wülste, sodass also die Vertiefung selbst schwarz bleibt. Den Innenteil von den Kreisen nicht ganz ausfüllen, das ist dann zu massiv, aber da kann man ganz gut diese Anlegemilch aufstreichen, wo so ein paar Risse entstanden sind, sodass also auch dieser Bereich nicht so massiv wirkt, sondern durch die Risse aufgelockert wird. Und wenn du dann alle Kreise bedeckt hast mit der Milch, kommen die Innenbereiche. Und da ist es auch ganz wichtig, nicht flächig auftragen. Ich fasse auch deshalb den Pinsel so ganz komisch, damit ich gar nicht erst direkt in die Vertiefungen komme, sondern ich gehe ganz vorsichtig mit dieser Anlegemilch über die Strukturen, sodass auch dort unterbrochene Flächen entstehen und möglichst die Marmormehlspuren gut sichtbar gemacht werden. Und dann musst du gucken, wie weit du das nach außen trägst. Ich würde dir immer empfehlen, erstmal in der Mitte zu arbeiten und so ganz langsam dich an die Ränder vorzutasten und sich vorzustellen, wie das halt dann mit Gold aussieht. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Milch trocknet, aber wenn du von der Seite schaust, kannst du immer auch noch mal sehen, wo du schon mit der Anlegemilch warst. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Die Anlegemilch ist nach einer halben Stunde trocken, beziehungsweise es sollte nichts Weißliches mehr von dieser Milch zu sehen sein. Und dann beginnt der Blattgoldauftrag. Genau genommen ist es bei mir Schlagmetall, also kein echtes Gold, sondern imitiertes Gold. Und ich mache diesen Auftrag immer mit Handschuhen, weil kein Fett von den Fingern auf dieses Gold kommen sollte, weil es an der Stelle oxidieren könnte. Die Schwierigkeit ist, dass dieses Blattgold sehr, sehr leicht ist.
Man kann es also dann auch mit diesen Handschuhen nicht so gut greifen, aber ich nehme immer einen Spachtel dazu, mit dem ich so ein bisschen Wind hineinwedeln kann oder zumindest untergreifen kann. Und dann solch ein Blatt nehme und eben hier mit der Linie anfange. Das ist am einfachsten, weil sie sehr gerade ist. Ich drücke jetzt mit dem Finger das Gold auf auf diese klebrige Anlegemilch, reiße das Blatt ab und setze dann das nächste Stück an und wieder festdrücken und so weiter, dann fortsetzen, bis die Linie fertig ist, und dann geht es natürlich rüber in diesen rechten Bereich mit den Ringen. Wenn du das Schlagmetall gut angedrückt hast, muss dann der Überschuss entfernt werden. Und dazu nehme ich einen sauberen Borstenpinsel und gehe jetzt über diese Fläche und rubbel im Grunde das Schlagmetall, was eben keine Anlegemilch unten drunter hat, das rubbel ich einfach los. Das ist also eine Arbeit, die sehr einfach ist. Du gehst einfach drüber und was drauf bleibt, ist gut, und was abgeht, muss auch runter. Diese Reste versuche ich jetzt aufzubewahren, das heißt, ich kehre sie ganz vorsichtig zusammen und sammle sie dann grob mit den Fingern auf und fülle sie in einen Beutel. Das kann man als Reste einfach nochmal in einem anderen Bild nutzen. Aber es ist ziemlich schwierig, weil es eben ein sehr leichtes Material ist. Also bei jeder Bewegung, die ich mache, fliegt im Grunde alles hoch. Und den Rest sauge ich dann mit einem kleinen Staubsauger einfach weg. Zum Abschluss überziehst du alle Goldflächen mit einem Metallschutzlack. Das solltest du tun, wenn du Schlagmetall benutzt hast, weil das eben die Gefahr birgt, dass es anläuft, und mit diesem Metallschutzlack verhinderst du die Oxidation.